Mondelez ist ein sehr interessantes Unternehmen aus dem Basiskonsumbereich und könnte sich vor allem für einen defensiven Anleger durchaus eignen als langfristige Anlage. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute Mondelez International an. Es ist ein führender Anbieter von Snacks, also insbesondere Schokolade, Kekse, Kaugummi und Süßwaren werden hier gefertigt. Man hat wirklich bekannte Marken im Portfolio wie Oreo, Cadbury, Milka oder auch Toblerone. Das Unternehmen generiert den Großteil seines Umsatzes aus internationalen Märkten, also sowas wie Europa, Nordamerika, aber auch Schwellenländer wie Indien und Brasilien, und die spielen auch eine große Rolle hier bei den zukünftigen Wachstumsaussichten. Man hat ca. 50% seines Umsatzes mit Oreo, Chips Ahoy und Keksen eben hier gemacht und 30% mit Schokolade, also sowas wie Cadbury oder Milka. Man konnte in den letzten Jahren Wachstum durch Innovation und Akquisitionen erreichen. Man hat ja auch neue Produkte ins Portfolio mit eingenommen und in erster Linie dann eben auch gesundheitsbewusste Snacks, wie zum Beispiel durch die Akquisition von Clif Bar, versucht man sich dann eben ja, einfach im Bereich gesunde Snacks noch stärker aufzustellen. Also das ist auch die Strategie hier von Mondelez in den letzten Jahren gewesen, und das scheint auch relativ gut zu funktionieren. Ja, werfen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen einen Blick auf die Marken, die Mondelez im eigenen Portfolio hat. Und da gehört sowas dazu wie Seven Days, sollte man schon mal gehört haben, Dairy Milk, Cadbury natürlich, Clif Bar, also diese gesunden Snackbars, dann Dime, Grenade, diese Proteinriegel, Mikado auf jeden Fall, Milka natürlich, Oreo, Philadelphia, Sour Patch Kids, also Gummibärchen, Toblerone oder auch Tuck, also diese Chips. Also schon sehr, sehr bekannte Marken auch hier im eigenen Portfolio von Mondelez vertreten. Wenn wir uns hier so ein bisschen das Geschäftsmodell mal anschauen, sehen wir, dass Mondelez ein wirklich starkes Unternehmen ist mit einer starken Marktposition. Also man ist auf Platz 2 weltweit, was Schokolade anbelangt, Platz eins bei Biscuits, Platz 3 bei Kuchen und auch Platz 3 bei Snackbars. Und langfristig konnte sich hier diese ganze Snack-Branche wirklich stark entwickeln, also mit starkem Wachstum in den letzten Jahren. Vor allem 2022, 2023 war da durchaus wirklich gut für Mondelez. Und man ist hier oben auch, ja, also vor allem im Biscuit-Bereich der absolute Marktführer. Wenn wir uns hier mal die Konkurrenz anschauen, und auch bei der Schokolade, da schaut es sehr gut aus. Da ist man auf Platz 2, nur knapp hinter Mars, die hier bei der Schokolade, beim Schokoladenherstellen, die Nase noch vorne haben. Und dahinter dann sowas wie Ferrero oder Hershey. Zu Hershey's habe ich ja auch vor kurzem mal ein Video gemacht. Die sind aktuell in einer wirklich brenzlichen Situation, und könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ist definitiv auch eine spannende Aktie, aber nicht ganz so ja, stabil, wie es jetzt bei Mondelez der Fall ist. Also wir haben so ikonische Brands drinnen wie Oreo, Cliff und so weiter, aber eben auch so lokale Juwelen, wie sie hier genannt werden, die dann eben nur in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Märkten angeboten werden, die auch eine wichtige Rolle spielen. Und vor allem in diesen Emerging Markets sehen wir jetzt hier, die machen 39% der Net Revenue aus. Da haben wir jetzt ein wirklich starkes Net Revenue CAGR von 13,9%, also das ist mehr als doppelt so hohes Wachstum als in den anderen bereits entwickelten Ländern. Dort wächst man nämlich nur noch mit 6,2%, und gerade Lateinamerika ist hier mit 20,8% ja, ein sehr stark wachsender Markt einfach für Mondelez, der ja auch immer wieder ja, eine größere Rolle einnehmen wird, und da hat man sich eben sehr früh sehr stark platziert, was natürlich ja eine gute Situation ist. Ja, von 2018 bis 2023 hatten wir ein Volumenwachstum von 2,4%. Das Net Revenue Growth war bei 8,1% und die Earnings per Share waren bei 11,8%, und wir haben auch relativ starken Free Cashflow hier produziert. Also da sieht es relativ gut aus. Es ist jetzt eben kein ja, rasant wachsendes Unternehmen oder ähnliches. Es ist schon eher ein ja, sehr, sehr reifes Unternehmen, das jetzt nicht mehr extreme Wachstumsraten hinlegt. Was ja sehr spannend ist, man hat hier durch wirklich gut gezielte Akquisitionen sein Portfolio ja, gestärkt. Also da gehört auch sowas wie Cliff dazu oder Grenade, auch mit gesunden Lebensmitteln. Und seit 2018 hat man hier eben 9 Übernahmen getätigt, was auch zu knapp 3 Milliarden Net Revenue ja, Zuschlag geführt hat. Und das ist natürlich wirklich gut für Mondelez, wenn man so
ja, Akquisitionen so gezielt durchführen kann. Und das sieht man eben auch hier in den einzelnen Zahlen. Wir haben zum Beispiel ein Double-Digit Growth bei der Dividende, also in den letzten 5 Jahren 10,3%. Das ist natürlich auch vor allem spannend für Anleger, die auf die Dividende setzen möchten. Und eben auch durch die Aktienrückkaufprogramme wird man hier weiter beteiligt. Das ist auch sehr schön. Wir haben hier über 10 Milliarden ja, Aktien, also Dollar-Aktien zurückgekauft seit 2018. Also das ist auch einfach schön zu sehen hier, wenn man an dem Unternehmen als Aktionär immer weiter beteiligt wird. Ja, bevor wir uns jetzt die Fundamentaldaten von Mondelez anschauen, noch als Hinweis, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben für das Video da und vergiss auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr, wie zum Beispiel zu ASML, da habe ich euch verraten, wo ich meine ASML-Aktien kaufen würde. Also auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen und Abo natürlich nicht vergessen. Danke auf jeden Fall. So, schauen wir uns mal die aktuelle fundamentale Situation bei Mondelez an. Wir haben im Qualitätscheck einen Score von 12 von 15 Punkten. Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Score, wenn wir jetzt hier sehen, seit 2009, da gab es aber auch mal wieder so ein bisschen durchwachsene Phasen. Erste seit 2017 bewegen wir uns hier wieder schön langfristig nach oben. Punktabzug gibt es nur bei der Stabilität des Earnings per Share Wachstums, bei der Performance im letzten Jahr und bei der Finanzverschuldung. Wir haben jetzt auch gut am Kurs schon abgegeben. Deswegen finde ich es jetzt im Moment auch relativ spannend, kommt natürlich immer auf die eigene Strategie an. Aber wir sehen jetzt eben auch hier, dass auf Basis des Gewinns im letzten Jahr das Unternehmen ca. 10% unterbewertet ist. Das ist jetzt auch kein untypisches Verhalten für Mondelez. Also wir sehen, wir tänzeln hier immer so ein bisschen um den fairen Wert herum. Also im Moment eher spannend, sich das mal genauer anzusehen. Und wir sehen auch hier, dass das Unternehmen ganz selten mal weniger oder besser bewertet war als jetzt im Moment. Von dem her durchaus eine interessante Situation. Ja, wenn wir uns Dividende anschauen, also hier seit 2013 wird hier wirklich schön gesteigert und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie weiter hier gesteigert werden sollte. Nettmarge haben wir hier, also Gewinnmarge haben wir 13,77% in 2023 gehabt, was natürlich auch sehr gut ist für so ein Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell. Piotrowski Esco haben einen Score von 8 von 9 Punkten, das überzeugt mich eigentlich auch wirklich gut, also durchaus. Einziger Punktabzug gibt es hier bei mehr Cashflow als Gewinn und auch beim Dividendenadel haben wir einen Score von 3 von 4 Punkten. Also vor allem für Dividendeninvestoren denke ich, ist Mondelez eine absolut ja, interessante Aktie. Wir haben jetzt auch im Moment ein KGV von 22,6, Dividendenrendite über 2,5% ausgewiesen. Also das ist auch schon ein ordentlicher Wert, würde ich sagen. Wenn wir uns die Dividendenanalyse anschauen, sehen wir eben auch hier, dass die Analysten davon ausgehen, dass die Dividende weiter gesteigert werden sollte. Und wir haben jetzt eine Payout Ratio in den letzten 3 Jahren so im Schnitt von 50%. Also da ist schon durchaus noch Luft dann für weitere Steigerungen. Von dem her alles im grünen Bereich. Wir zahlen jetzt auch schon seit 23 Jahren eine Dividende. Sie wird zwar erst seit 10 Jahren wieder erhöht, aber ich denke, da wird ja, Mondelez ein Hauptaugenmerk drauf legen, dass man hier weiter ja, für seine Dividenden bezahlen kann. Und die Analystenschätzungen gehen im Moment zu 86% mit einem Kaufen-Rating hier ran und 14% sagen halten. Also hier wird auch großes Potenzial Mondelez zugesprochen mit einem Potenzial nach oben von knapp 27%. Ja, das einzige Problem, das Mondelez, oder für mich zumindest, hat, was mir natürlich nicht besonders gut gefällt, ist, dass man hier zum Beispiel den S&P 500 und den Nasdaq natürlich stark underperformed hat. Nur einen ganz kleinen kurzen Zeitraum, hier 2023, Mitte 2023 konnte Mondelez mal den S&P 500 outperformen. Klar, hier sind jetzt noch keine Dividenden mit drinnen. Wenn man die mit einrechnen würde, dann hätte man ungefähr den Return vom S&P 500. Muss man aber eben hier im Hinterkopf behalten. Es könnte durchaus sein, dass man mit dem Gesamtmarkt als ETF besser abschneidet, als wenn man Mondelez als Einzelaktie im Portfolio mit reinnimmt. Aber man muss eben auch sagen, Mondelez war hier die deutlich stabilere Variante mit deutlich weniger Volatilität. Das kann natürlich auch einen großen Vorteil oder kann ein großer Vorteil für den einen oder anderen Anleger sein, je nachdem, was euch eben wichtig ist. Ja, bevor wir jetzt hier noch zur Chartanalyse kommen, wenn du noch einen Broker brauchst, beziehungsweise gerne auch dein Depot wechseln möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall Finanzen.net Zero empfehlen. Da gibt es echte Schweizer Aktien zu handeln. Es ist der günstigste Broker, den es gibt und mit dem ersten angepinnten
Kommentar mit dem Link in der Beschreibung kannst du dir hier ein Konto eröffnen und bekommst dann auch einen Neukundenbonus, mindestens 25 € und das ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung und da gibt es auch eine sehr, sehr spannende Aktie, die ich dir jetzt dann noch als ja, Alternative zu Mondelez vorstellen werde, die man dort handeln kann, also gerne mal auschecken. Danke auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir uns hier Mondelez mal im Monatschart an und wir sehen halt, dass Mondelez schon durchaus langfristig aufwärts aufgestellt ist. Also es ist ja ein sehr gemächlicher Aufwärtstrend, aber es ist ein Aufwärtstrend und wir befinden uns jetzt hier im Trendkanal auch am unteren Ende und sind jetzt gerade dabei, eine wirklich relativ starke Korrektur abzuarbeiten. Ich habe jetzt hier nochmal den Monats Fibonacci-Trend angelegt, das ist hier praktisch dieser Impuls und jetzt schon sehr lange hier eine Seitwärtsphase und eine ja, langfristige Korrektur, eigentlich seit 2023 im Mai, also über ein Jahr laufen wir jetzt hier mehr oder weniger seitwärts. Die wichtigste Zone haben wir eigentlich jetzt angelaufen, also so um die $60, $63, $65, so in dem Bereich liegt natürlich auch sehr, sehr viel Volumen. Das wäre auch hier sehr, sehr schön, wenn das Unternehmen hier mal einen Boden ausbilden würde. Ich meine, es ist die wichtigste Zone, hier liegt viel Volumen. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen unbedingt jetzt hier bei den 64 drehen muss. Es kann auch durchaus sein, dass wir nochmal runterkommen auf 61. Aber es muss auf jeden Fall eine Stabilisierung her. Dieser Abverkauf war schon sehr stark hier nach unten. Ja, also im Moment nicht spannend. Wir brauchen da erst eine Bodenbildung auf den kurzfristigen Zeiteinheiten, also hier in dem Bereich irgendeinen Trendwechsel abwarten, eine Stabilisierung abwarten und dann kann sich da auch ein Einstieg lohnen, wenn zum Beispiel ein Doppelboden hier gebildet wird. Ja, ich meine, vom Potenzial her aufs Allzeithoch haben wir hier schon 25, 24, 23% Potenzial und da ist die Dividende natürlich dann noch nicht dabei. Also es ist schon spannend auf jeden Fall, das Unternehmen. Muss sich eben hier einfach die Frage stellen, ob es für einen in Frage kommt, ein Unternehmen ins eigene Portfolio zu legen, das es möglicherweise nicht schafft, den Gesamtmarkt out zu performen. Wenn wir uns hier mal die Dividende adjustieren, sehen wir halt auch, dass das Unternehmen hier langfristig einen deutlich besseren Aufwärtstrend dann hat als ohne die Dividende. Also da gefällt es mir auch schon wesentlich besser. Von dem her, also ganz so langsam ist das Unternehmen dann nicht, wenn man die Dividende mit rein rechnet. Aber das sollte man eben hier nicht vergessen, dass man da durchaus ein Unternehmen hier im Portfolio haben könnte, das es eben nicht hinbekommt, den Gesamtmarkt zu schlagen. Also wir sind ganz knapp unter 3% Dividendenrendite und das ist natürlich schon sehr hoch, auch für Mondelez. Gerade die Bewertung finde ich eigentlich sehr spannend. Pair Ratio ist relativ gesund und es gefällt mir eigentlich auch alles sehr gut. Jetzt ist es eben so, dass dieses Unternehmen so langsam läuft und das eben eine Aktie ist für sehr, sehr defensive Investoren. Und jetzt habe ich aber noch eine dabei, die ich euch als Alternative vorstellen möchte. Nur ja, ein bisschen oberflächlicher, die dann für ja, ein bisschen spekulativere bzw. wachstumsgetriebene Investoren geeignet ist. Und das ist hier Lotus Bakeries. Also wir sehen schon an dem Chart, wahnsinnig starker Chartverlauf. Dieses Unternehmen läuft gefühlt nur nach oben, manchmal ein paar Seitwärtsphasen, aber eine richtige Korrektur kommt da wirklich selten. Und das ist natürlich, also Lotus Bakeries, denke ich, sollte jedem bekannt sein. Die machen eben diese Lotus-Kekse, Lotus-Creme, aber auch mittlerweile gibt es da sowas wie Eis, aber in erster Linie eben die Kekse. Und wir sehen da auch auf Wochenbasis einen wunderschönen Aufwärtstrend. Wird hier vielleicht spannend, wenn wir mal so um die 10.000 € uns fangen. Es ist natürlich auch eine sehr teure Aktie im Sinne von, ja, auch bewertungstechnisch, aber auch vom Geldkurs her. Hier mit 10.000 € eine einzelne Aktie kaufen können, ist natürlich nicht für jeden was. Aber man kann sie auch besparen und sie ist eben auch hier bei Finanznet Zero handelbar. Befindet sich auch auf meiner Watchlist. Ich habe jetzt Lotus Bakeries noch nicht im Depot. Das gleiche gilt übrigens auch für Mondelez. Ich finde aber da persönlich Lotus Bakeries ja, viel spannender als ja, Mondelez und erwarte eigentlich auch, dass Lotus Bakeries, wenn man hier einen guten Einstieg erwischt, sich langfristig besser entwickeln wird als Mondelez oder zum Beispiel auch als Hershey. Die zahlen hier auch eine Dividende, natürlich marginal 0,35% und wirklich wahnsinnig hohe Bewertung. Also wir haben einen KGV von 65. Es ist eben ein sehr stark eingesessenes Unternehmen mit einer langen Tradition und das Unternehmen wächst natürlich auch deutlich stärker, als es bei Mondelez der Fall ist. Also es ist eine interessante Alternative. Gerne auch mal hier genauer das Unternehmen anschauen, auf die Watchlist nehmen. Wenn euch Lotus Bakeries noch genauer interessiert, lasst mich das einfach gerne wissen in den Kommentaren. Dann schaue ich mir das Unternehmen mal in einer längeren Analyse genauer an.
Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, ist schon länger auf meiner Watchlist, leider noch nie den Einstieg hier gefunden. Ja, aber wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und Daumen nach oben nicht vergessen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter und freut mich immer wirklich extrem. Es motiviert mich einfach hier weiter für euch Videos zu produzieren. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.